So, willkommen zum zweiten Video von unserem Handschuhfach. Falls ihr das erste Video verpasst habt, blende ich euch hier die Infokarte ein, dann könnt ihr das im Anschluss anschauen. Wir machen heute das Ganze komplett, das heißt, wir bauen unseren Handschuhfachkasten wieder ein, oben am Fahrzeug. Die Blende haben wir repariert. Ich zeige euch nur die ganze Teilenummern, einmal vom alten Handschuhfach, was nicht mehr erhältlich ist, haben wir im Video 1 geklärt. Und von dem neuen Handschuhfach einen Satz, den ich hier habe, mit dieser Durchreiche. Das machen wir heute im Video. Dann möchte ich euch noch was zeigen, wie man das Handschuhfach besser organisieren kann, so dass man vielleicht die Sache, die man da einräumt, ein bisschen ordentlicher unterbringt. Das möchte ich euch zeigen. Und zum Schluss habe ich noch ein kleines Schmankerl aus dem Netz. Das habe ich gefunden im Netz. Kann euch nur so viel verraten, wahrscheinlich war es der erste Strafzettel, den ein Mercedes-Fahrer je erhalten hat, oder wenn nicht sogar der erste Strafzettel, den überhaupt ein Autofahrer bekommen hat. Ist sehr lustig, was da drin steht, wegen dem Verstoß bzw. was ihm vorgehalten wird. Blende ich zum Schluss ein, könnt ihr euch durchlesen, ist was zum Lachen. Und dann würde ich sagen, fangen wir direkt nach dem Intro an. So, die neue Einlage fürs Handschuhfach ist da, wie schon im ersten Video erwähnt, die neue Materialnummer. Hier, wie gesagt, blende ich zum Schluss auch noch ein, die komplette Materialnummer vom kompletten Handschuhfach. Hier jetzt bei dem neuen habe ich hier diese Wartungsklappe. Ja. Wie ihr jetzt schon seht, ist die nicht sonderlich groß, aber wir probieren das nachher oben am Fahrzeug aus, wenn wir das Teil dann eingesetzt haben, ob man da wirklich an irgendwas hinkommt oder ob man auf den Ausbau von diesem Kasten nicht drum rumkommt. Müssen wir nachher schauen, ob man da an Steuergeräte oder an die Elektrik irgendwie hinkommt und auch dann tatsächlich was machen kann. So, hier habe ich mir was Kleines bastelt. Ein kleines Brettle mit zwei Stützfüße unten dran, um einfach ein bisschen mehr Ordnung in dem Handschuhfach zu bekommen. Das kann man dann einfach hier einsetzen, ja, und hat dann quasi zwei Fächer, wo man dann oben seine Hefte reinlegen kann und unten vielleicht noch ein paar Kassetten oder sonst irgendwas, der Garagentoröffner oder wie auch immer, ja, einfach um ein bisschen mehr Ordnung zu schaffen. Die Maße von diesem Brettle, wenn ihr Interesse habt, das nachzumachen oder wenn ihr sagt, ja, das ist für mein 107er auch was, blende ich euch jetzt ein, dann könnt ihr euch so ein Brettle selber machen. Ich habe hier ganz normales Holzpressplatte benutzt, ziemlich dünne. Ich habe hier Stärke von 4 mm, ja, also wirklich ganz dünnes Holz, und habe mir so Podest, sage ich jetzt mal, zugeschnitten, wo dann super da reinpasst und wo ihr dann auch die Klappe noch zukriegt, die Handschuhfachklappe, und dann könnt ihr euch das in euer Handschuhfachkästle einbauen. So. Der neue Anschlag ist jetzt auch schon dran, den werde ich jetzt nochmal wieder wegschrauben, weil oben zum Befestigen und zum Reinmachen macht es Sinn, wenn ich den Anschlag oben erst hinschraube. Das machen wir jetzt aber alles oben am Fahrzeug und dann sehen wir uns gleich oben. So, als erstes schrauben wir hier unsere zwei Scharniere wieder fest, hier am Armaturenbrett hier unten mit unseren 4 Schrauben. Und davor hängen wir einen Anschlag ein, hier direkt in diese Öse hier, und den zweiten hängen wir dann ein und schrauben dann erst fest. Ja? So, wir haben jetzt unsere Handschuhfachklappe hier mit den 2 Scharniere befestigt, jeweils mit 2 Schrauben auf der linke und hier auf der rechten Seite. Wir haben davor den Anschlag hier schräg eingehebelt und den Anschlag quasi dran gelassen und dann die Klappe festgeschraubt und den zweiten Anschlag hier von hinten durchgesteckt
Der ist dann hier mit so einer Nase, damit er hier drin hält. Und dann nach vorne durchgesteckt durch die Öffnung hier. Und dann hier außer kommt man relativ gut dran hier. Auch mit einem langen Schraubenzieher und hier festschraubt. Nur mal wie im ersten, wenn ihr die Anschläge erst nach dem Befestiger von dieser Klappe ranschrauben möchtet oder so, dann braucht ihr hier an der Mittelkonsole braucht ihr einen Winkelschraubenzieher, weil er hier mit dem gewöhnlichen kommt er da gar nicht hin, um die Schraube hier reinzumachen. Auch wenn er es ein bisschen höher macht, habt ihr hier nicht genügend Platz. So, die neue Einlage ist jetzt drin. Jetzt sehen wir hier direkt von vorne auf die Wartungsklappe. Ich sehe hier im Prinzip nur ja, meine zig Kabel, wo hier irgendwo rumlaufen und den Stecker bzw. das Steuergerät von meiner Alarmanlage. Das ist so das Einzige, wo ich hier hinkomme. Auch wenn ich versuche, da mit der Hand reinzukommen, kann ich da nicht wirklich irgendwas schaffen. Die Maße von dieser Klappe blende ich jetzt noch hier ein. Und ja, also wirklich was schaffen kann man da nicht. Also wird man um den Ausbau von dieser Einlage vom Handschuhfach wohl nicht drum rumkommen, wenn man an die Steuergeräte oder an die Relais dahinter hinkommen will, beziehungsweise die ausbauen möchte. So, nur kurz den Unterschied zwischen dem neuen Einsatz und dem alten Einsatz. Da gibt es kleine Veränderungen. Wenn man jetzt hier oben mal drauf schaut, habt ihr hier die Aussparung für die Innenraumbeleuchtung, also für die Handschuhfach-Innenbeleuchtung. Habt ihr hier auf der linken Seite von vorne, wenn man drauf schaut, und hier habt ihr die Aussparung auf der rechten Seite. Ja. Es gibt zwar hier so einen abgesetzten Bereich, ja, so einen gepressten Bereich hier, wo man dann wahrscheinlich selber noch die Aussparung rausschneiden könnte. Aber wie gesagt, hier ist schon eine drin. Wandert also von links nach rechts hier bei dem neuen Einsatz. Da müsst ihr dann drauf schauen, ob ihr dann auch mit eure Käbele von eurem Lichter rüberkommt, wenn ihr das neue dann einsetzt. Und ich hoffe, das erkennt man jetzt im Video. Der Teil, die Schräge hier, habe ich beim alten auf die linke Seite. Das heißt, der Platz hier auf der linken Seite ist weniger und beim Neuen ist es hier auf der rechten Seite, läuft es hier schräg zu, ja? Und hier gerade bis hinten. Hat wahrscheinlich da mit der Position von dieser Wartungsklappe was zu tun, dass man das jetzt beim Neuen so gemacht hat. Ja? Da müsst ihr dann natürlich schauen, wie ihr euer Füßle von eurem Brettle, wenn ihr das machen wollt, dann hinklebt. Ne? Jetzt in dem Fall passt es auf die alte Einlage, ja? Und nicht auf die neue. Ja? So kommt es quasi dann rein. Funktioniert es beim neuen nicht mehr, dann kommt es zu weit raus und das ist dann nicht passgenau. Beim alten habe ich die bzw. den schrägen Bereich auf der linken Seite, da passt das Brettle optimal rein. So, und dann sind wir auch schon wieder am Ende von unserem zweiten Teil von unserem Handschuhfach-Video. Hier nochmal das ganze Fach eingeräumt, das alte Fach jetzt, wenn das Podest so drin steht. Hier unten mit dem Zollstock, ein bisschen Werkzeug, so kann das Ganze aussehen. Wie gesagt, wenn ihr die neue Einlage habt, müsst ihr die Schräge hier anders positionieren, beziehungsweise die Füße, die Standfüße von dem Podest dann einfach um 180 Grad andersrum hinkleben, dann passt es auch hier, weil die Schräge, wie gesagt, hier auf der rechten Seite an dem neue Handschuhfach ist und dann funktioniert es genauso. Von den Innenmaße sind sie gleich. Die ganze Teilenummern, die blende ich euch jetzt nur ein, von dem kompletten Handschuhfach mit Deckel, mit einer Einlage, mit einer Schraube und den Anschlägen. Die blende ich euch jetzt nur ein und dann, wie gesagt, kommt das kleine Schmankerl noch, also bleibt nur dran. Und genauso kommt jetzt noch die Maße von dem Podest, dass ihr das dann nachbauen könnt, wenn ihr wollt. Und dann freue ich mich, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal mit dabei. Wie immer gilt, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Abonniert den Kanal, teilt den Kanal für andere Interessenten, macht ein bisschen Werbung, würde mich freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.